Hi Leute, willkommen zu Dragomir Baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um den Labwaffenbau und ab und zu auch schon mal ein bisschen Cosplay. Heute wollen wir euch mal wieder so ein bisschen ein paar Tipps geben. Und zwar 2 Methoden, wie man bei einer Kettenwaffe, einem Morgenstern in diesem Fall, die Teile verbindet. Mache ich aus Leder, gibt es auch andere Möglichkeiten, aber ich will euch mal 2 von den Möglichkeiten vorstellen, die ich benutze, beziehungsweise eigentlich nur die eine. Die andere ist eigentlich, wenn man mal schnell flicken will, kann man aber auch machen, habe ich auch schon bei manchen gesehen. Wenn euch das ganze Thema gefällt, hoffe ich, bleibt ihr da dran. Ne? Wir sehen uns, kennt ihr ja schon alles. Dann fangen wir jetzt direkt mal an. Ich hoffe, das Thema interessiert den einen oder anderen. Bleibt dran, wir sehen uns. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Morgenstern, Kette, ist ja klar. Das Ganze wollen wir ja verbinden. Jetzt bin ich hingegangen. Eigentlich einfach ein Eisenklotz, Hammer, kleine Nieten und ein paar Lederstreifen. Das ist quasi die einfachste Methode. Für beide Sachen brauchen wir eine Lochzange oder ein Locheisen, je nachdem, was ihr habt. Zur Not kann man es eventuell auch noch mit einer Bohrmaschine machen, aber ist jetzt nicht so das Optimale. Oder mit einem Nagel oder so, wenn das Leder nicht so dick ist, kann man das auch benutzen. Dann brauche ich für die zweite Version Zwirn und eine Nadel. Ich habe eine relativ große hier, so eine gebogene mal genommen. Die benutze ich eigentlich immer gerne, weil mit den kleinen Dingern haben wir immer so ein bisschen Kriegsfuß. Ne? Also hier so was einzufädeln, naja, hier. Lassen wir mal. So, dann fangen wir mal an. Dann zeige ich euch die einfachste Methode. Ihr nehmt einfach mal so 2 Stücken. Mal gucken, ich glaube, da brauche ich ein relativ kleines Loch nur. Weil die Nieten, glaube ich, auch nicht allzu dick sind. Ich mache jetzt so eine ganz simple, nur mit einer Niete. Kann man dann auch mit 2 machen. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt meine erste Wahl. Kann man so machen, wenn es mal schnell gehen soll. Ich bin jetzt nicht unbedingt ein Freund davon, dass da quasi Metall mit in den Teilen drin ist, aber man kann es so machen. So eine kleine Niete, da kann eigentlich nichts passieren. Wie gesagt, das wäre jetzt so die einfachste Methode. Macht halt die 2 Löcher oder 1, je nachdem. 2 wäre wahrscheinlich besser, also zur Sicherheit, dass es dann auch richtig hält. Ne? Und dann geht er quasi hin und nietet das dann. Ich mache jetzt mal, ich niete jetzt mal nicht. Ich mache jetzt quasi nur so simuliert. Weil hier so im Sitzen zu nieten ist ein bisschen blöd. Wie gesagt, können wir mit 2 machen. Verbindung dann quasi wird dann genietet. Und dann einfach wieder in das nächste rein. Und bis ihr dann die Kettenlänge habt, die ihr haben wollt. Ich mache mal 3 Stücken. Nach noch einen und dann zeige ich euch mal, wie das dann quasi funktioniert. Wie gesagt, das ist jetzt das Simpelste, was man halt machen kann. Funktioniert eigentlich ganz gut, wie ihr seht, ist auch relativ schnell. Wie gesagt, ich würde jetzt 2 Löcher quasi nehmen, wäre sinnvoller wahrscheinlich für die Stabilität, aber eine oder halt eine größere Niete. Ich habe jetzt relativ kleine genommen. So, dann geht er quasi hin, macht dann das Teil wieder durch. Ja. Ist nicht so ganz die richtige rum. Wir müssen dann auch immer gucken, dass er das Ganze richtig rum macht. Da doch überall dieselbe Oberfläche oben ist. So, dann habt ihr schon mal so ein Stück. Ihr dürft immer gucken, dass ihr dann noch richtig rum alles habt. Dass dann einmal das eine Leder oben ist und das andere von der anderen Seite dann schon mal oben. Da müsst ihr dann halt immer ein bisschen gucken, vor allen Dingen bevor er dann nietet.
So, das wäre jetzt so die einfachste Kette. Wie gesagt, das müsst ihr euch jetzt noch genietet vorstellen. Das wäre jetzt das Simpelste. Wie gesagt, ist jetzt Metall. Bin ich jetzt nicht unbedingt so der Freund von. Kann man so machen, muss man nicht. Das brauchen wir nicht mehr. Hammer und brauchen wir auch nicht. Beziehungsweise hätte man dann gebraucht, wenn man zusammengenietet hätte. Dann am besten dann noch ein bisschen irgendwas anderes. Da kann man zum Beispiel, um euch mal einen Tipp zu geben, wenn ihr jetzt so engere Sachen habt zu nieten, nimmt ihr einfach einen zweiten Hammer, steckt das hier so dazwischen und klopft dann einfach drauf. Also nur so als kleiner Tipp. Ne? So, das war Variante 1. When you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. So sieht das dann aus. Und davon machen wir jetzt quasi mehrere. Das Ganze hätte ich noch ein bisschen straffer machen können, aber das ist nicht schlimm, weil durch das Ziehen an der Kette ist das schon so okay. Also schon stramm machen, aber nicht zu stramm. Davon nur müssen wir mal gucken, wie viel ich da mache. 5 habe ich vorbereitet. Dann geht es mal weiter. Ich habe hier 2 Teile vorbereitet. Das dritte auch schon. Schon mal das Garn dran gemacht. Und die anderen habe ich schon mal die Löcher reingemacht. Jetzt gehen wir hin, machen das Leder einfach durch beide durch. Und dann vernähen wir das Ganze. Und so machen wir dann quasi aus dem Ganzen ein Kettenglied. Jetzt muss ich gleich noch gucken von der Länge her. Ich bin mir noch nicht so sicher, weil ich nicht groß gemessen habe, wie lang die Kette dann nachher ist. Wo ihr dann immer ein bisschen aufpassen müsst, wenn ihr das so macht, dass ihr euch quasi mit den anderen Dingern dann nicht verknotet. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Und wenn ihr den Daumen da noch so ein bisschen mit rein macht, geht das deutlich besser. Also quasi macht eine Schlinge so um den Daumen rum. Ups. Ja, also so. Geht dann noch einmal durch. Und dann habt ihr quasi nur noch so ein kleines Stück. Und zack. Klappt diesmal ganz gut. Ich wusste, dass ich da irgendwas vergessen hatte. So. Dann haben wir jetzt schon mal 3 Kettenglieder. Ne? Dann nehmen wir uns den Stiel. Dann gehen wir hier einmal durch die Schlaufe. Einmal davon. Legen das Ganze so ein bisschen mal drüber. Und dann fangen wir hier mit demselben Spiel an wie mit den anderen Teilen. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. When you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Also Leute, so sieht das Ganze jetzt aus. Gucken. Ja, so ein bisschen erwürgen könnte man sich jetzt quasi schon. Also hätte ich vielleicht noch ein Kettenglied kürzer machen können. Kann man auch noch. Aber im Endeffekt geht es erstmal darum, dass man sich nicht auf die Finger haut. Ne? So sieht das dann aus.
Wie gesagt, ein Kettenglied weniger wäre vielleicht auch nicht schlecht. Muss ich da mal gucken. Mal schauen. Ich glaube, das mache ich auch noch. Ja. Dann hoffe ich mal, das Ganze hat euch mal wieder gefallen. Wenn ihr mal sehen wollt, wie ein Morgenstern generell gebaut wird. Also im Endeffekt ist es ja dann nur die Kugel und der Stiel noch. Ne? Wenn ihr wissen wollt, wie sowas halt gebaut wird, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Dann mache ich da halt auch mal ein Video zu. Ne? Dann hoffe ich mal, das Ganze hat euch wieder ein bisschen was geholfen bei euren eigenen Projekten. Wie gesagt, es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, wie man die Kettenglieder macht. Ich habe da auch schon mal was gesehen, das sah richtig schick aus. Aber ob die Sachen dann halten, weiß ich nicht. Aber da gibt es bestimmt auch noch mittlerweile ganz andere Möglichkeiten, das noch hübsch aussehen zu lassen. Ja, wie gesagt, dann hoffe ich mal, das Ganze hat euch mal wieder gefallen. Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Projekte oder Tipps oder was auch immer. Ne? Wir sehen uns.